Zum Beispiel, wenn ich jetzt in Berlin in ein Café gehe und der Barista in meinem Alter ist und ich auf Deutsch bestelle, dann manchmal bekomme ich einen komischen Blick, als hätte ich was Komisches getan vielleicht. You guys, I have such a cool update. The Easy German podcast invited me to come on their show. This is the second time I've come on their podcast. The first time was February 2023 and I was scared as shit and I'm still scared as shit. But Manuel texted me and said, hey, ich habe mal eine Idee. Now that you live in Berlin, you can actually come in the studio and come on the pod. So of course I said, yeah. Ja, ich bin nervös aus verschiedenen Gründen. Also erstens, natürlich bin ich nervös im Podcast zu sein, weil ich habe das Gefühl, dass ich perfektes Deutsch sprechen muss, aber ich weiß, dass das gar nicht der Fall ist. Ich bin ein bisschen nervös, Manuel, im echten Leben zu treffen. Wir haben uns nur virtuell kennengelernt. Ja, ich denke, das wird einfach ein Schock sein. Also ich verstehe endlich, was die Leute meinen. Also ich war schon mal in der Öffentlichkeit erkannt von meinen Zuschauern, Leute, die meine Videos kennen. Und sie haben das schon mal gesagt, it's like a shock to meet you in real life. Und ich denke, ich werde das mit Manuel erleben, weil ich seit Jahren, seit 5 oder 6 Jahren alles von Easy German anschaue und anhöre. Okay, I'm gonna get ready. I'm gonna put makeup on, because I always feel confident if I have makeup on for some stupid patriarchal reason. Ich denke, ich werde auch ein bisschen üben, während ich mich fertig mache. Also das Thema, das wir besprechen werden, ist Lebensqualität und so, Unterschieden zwischen Deutschland und den USA. Die USA. You guys there's gonna be so many declension errors in my German on this podcast. Y'all are not ready. When I tell you, literally 50% of my language learning practice, quote unquote, at any given moment is just me talking to myself in my bathroom or while I'm cooking or in bed right after I woke up, because hey, ain't nobody there to make me nervous or judge me, so it's a lot easier to get the words out. So I already know what topics we're doing and roughly what questions Manuel is gonna ask, so here's me just warming up so that I don't walk into the podcast hey, shook as fuck. No, we don't want that. Überall mit zu Fuß hingehen. And off to the Easy German studio we go. Ja, ich habe gerade gesehen, dass es eine Manuel-Einstellung gibt auf der Maschine. Ja, ich habe meine eigene Kaffeekreation. Kein Aeropress, aber gemacht. es reicht. Oh, hier ist John, unser noch Praktikant. Hallo. Kommst du dazu jetzt? Ja. Und hier ist das Easy Languages Team. Wie schön. Und hier in der staubigen Ecke einer unserer Ecke. Awards. Nie einen Platz dafür gefunden. Da So. haben wir auch eben schon drüber gesprochen. Und das ist, wer muss ich noch irgendwie podcasten was werden. Das ist unsere Baustelle, die wir im Podcast-Studio nennen, aber bald wird es keine Baustelle mehr sein, sondern ein... Baustelle. Echt cozy. Irgendwas? That's crazy. Wow. Wo ist das Kamera? Die war Das ist so an, krass. wahrscheinlich deswegen. so kaputt gehen, früher oder später. Spitze. Es ist auch wirklich schlimme Luft hier, aber wir können wahrscheinlich vom Sound keinen Lüfter machen, ne? Zu viele Leute. Da müsst ihr jetzt Und die durch. Körperhitze von allen. Okay, schön, viel Spaß. Danke. Dankeschön. Brille oder nicht, ist die Frage. Mit. Weiß nicht. Mit? Okay, ich sehe kluger aus. Cool. Ja, cool. Okay, und wir nehmen jetzt eine Episode auf, die ist so 30 Minuten und dann kommt aber noch eine Aftershow, weil unsere Mitglieder noch ein bisschen mehr bekommen. Genau, Elise, du kannst natürlich immer sagen, Moment, ich will das nochmal neu sagen. Einfach nochmal 1 oder 2 Sätze zurückgehen, wir schneiden das. Okay. Kannst du jederzeit Klingt unterbrechen. gut. Ja, und ich denke, irgendwann werde ich das ausschalten. Also ich kündige es. Das ist kein Problem. Genau. Und kannst du ein bisschen näher kommen und das Mikro noch ein bisschen näher ranziehen? Du willst ziemlich nah dran sein am Mikro, also so fast Halli, berühren. Okay, warte, jetzt muss ich nochmal meine Notizen aufmachen. Gucken, was machen wir hier überhaupt heute? Herzlich willkommen zurück im Easy German Podcast. Heute ohne Kari, aber dafür mit einem Celebrity-Gast. Celebrity-Gast, ja. Gästin, und zwar Elise Davega. Hallo. Akzentfrei Deutsch
sprechen, denn du Ja. sprichst Fast. fast akzentfrei Deutsch. Ja, sehr fast, ja. Aber ja, ich denke, ich habe sehr hart dran gearbeitet, so meinen amerikanischen Akzent zu verlieren. Aber ja. Genau, du hast in der damaligen Episode gesagt, dass du nicht möchtest, dass die Leute hören können, Dass wo ich du herkommst. Amerikanerin bin. Ja, ich denke, wir haben so einen schlechten Ruf. Aber es ist gut, wenn man an seinem Akzent arbeitet natürlich und du bist da ein super Vorbild. Ich habe dich gefragt, Elise, was sind Dinge, die dich nerven in Berlin, in Deutschland? Ich weiß nicht, ob das nur zwischen jungen Leuten ist oder nur in Berlin oder vielleicht auch also ganz Deutschland, aber es ist echt hart, also hier Deutsch zu sprechen. Ich habe so ein Gefühl, dass es einfach vielleicht nicht mehr cool ist, Deutsch zu sein oder Deutsch zu sprechen hier. Ein lustiges Beispiel für dich. Zum Beispiel, wenn ich jetzt in Berlin in ein Café gehe und der Barista in meinem Alter ist und ich auf Deutsch bestelle, dann manchmal bekomme ich einen komischen Blick, als hätte ich was Komisches getan vielleicht. Und ja, sie beantworten mich auf Englisch und dann 2 Sekunden später sprechen sie den Kollegen auf Deutsch. Ich finde das einfach lustig, aber es ist echt, ich denke auch, es ist ein echtes Problem. Ich als jemand, die nach Deutschland zieht und dann plötzlich, also die in die Sprache und in die Kultur eintauchen will, das ist ein bisschen motivierend. Nein. Demotivierend. Ja, demotivierend würde ich sagen, ja. Ja, Das das ist Gegenteil. ein riesiges Thema, das sehr Berlin-spezifisch ist. Also Ja. wenn du nach Bayern ziehen würdest oder in eine kleinere Stadt in Deutschland, hättest du das wahrscheinlich weniger. Aber in Berlin gibt es so viele Menschen aus so vielen Ländern und auch natürlich viele Touristen. Und genau. irgendwie haben die Leute einen Reflex entwickelt, einfach immer auf Englisch zu antworten, sobald sie merken, du bist kein Muttersprachler oder keine Muttersprachlerin. Ich verstehe es aber, weil es kommt so oft vor in vielen Ländern, dass also man englisches Slang bevorzugt, englische Memes, englische Musik, aber also ich kämpfe dagegen. Sehr gut. Okay, hast du noch etwas, was dich nervt in Berlin? Es ist ein sehr kleines Ding, aber die Kreuzungsampel. Also hast du schon gemerkt, wie schnell es wieder rot wird? Also die Dauer ist so kurz. Das ist mir noch nie so bewusst geworden. Nee. Ah, okay. In den USA ist es mindestens so, dass man mindestens 20 Sekunden hat und man hat einen Countdown dazu, um zu sehen, wie viel Zeit noch man hat, um die Straße zu überqueren. Das stimmt. Ich denke, wir haben ein viel besseres System, würde ich sagen. Okay. Das sind gute What's that Vorteile. little machine you have that keeps on? This every is once in while, a little- camera. Do you want to see it? Yeah, what is it? Like, Here, you can record me. Here, wait. Oh, okay. Then what? Hello. Is it like? Does it always fall? Oh, Yeah, it's a what? gimbal. Because it connects to that. Yeah, it's wireless. Ich schicke sie dir. Sie kommt am Samstag. Samstag. Also ihr postet zweimal. in der Genau, Woche, Dienstagabend und Samstagabend. Willst du kurz die Leute grüßen? Hallo Leute, Hallo, hallo. was soll ich sagen? Herzlich willkommen im Herzlich willkommen Easy im German Studio. chaotischen Studio. Es ist noch Nein. eine Baustelle eigentlich. Nein, das ist nicht. Also ich scherze nur. Ich denke, es ist schön. Habt auch LED-Lights und alles. Es ist offiziell Ja, profi-mäßig. So we just finished. I'm about to head home. I feel like it went good, but I'm also like, I don't know. Realistically, I know that it went fine, but I just know all the little ways that I could have done better. And like, there's so many things that I wanted to say that I didn't. I think today is really the first time I've really realized I have no German friends. Like, I need to find a way to actually speak German and have German conversations more often. Like, yeah, sometimes I have classes with tutors, but I think there's still so much more that I could be doing to like, I don't know, but it's also Berlin, you know, we literally talked about that on the podcast episode, like it's so hard to speak like German here. But yeah, I am very stolz of myself. I stopped at this bakery close to the studio on the way home so that I could have a little treat for my struggles. Nothing that a Schoko Donut can't fix. Vielen Dank nochmal ins Easy German Team und an Manuel für die Einladung. Es ist echt cool, also diese Sidequests machen zu dürfen. Ja, vor allem, weil ich früher also nur Zuhörerin war. Das ist krass. Und danke fürs Zuschauen. Bye.